Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Low-Carb-Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir ein echtes Steinzeitbrot her, das ohne Mehl auskommt, weil es kein Getreidemehl enthält und damit auch sehr wenige Kohlenhydrate. Ein sehr köstliches und auch sehr gesundes Brot aus Nüssen und Kernen und Leinsamenmehl. Es schmeckt köstlich, versorgt uns mit vielen Vitalstoffen und ist darüber hinaus kinderleicht herzustellen. Und wie man dieses tolle Brot herstellt, das zeige ich euch jetzt inshallah. Zuerst geben wir Pekannusskerne in eine Schüssel, dann kommen Walnüsse dazu. Allein die Walnuss ist eine echte Supernuss. Dann kommen Paranusskerne hinzu, die liefern sehr viel Selen, schließlich Mandeln und die Königin der Nüsse, die Macadamia-Nüsse. Allerdings kann jeder natürlich an Nüssen verwenden, was er gerne mag. Es müssen eben insgesamt nur 200 Gramm sein. Und dann geben wir jetzt hier Sesamsamen hinzu, Kürbiskerne. Und auch bei den Samen kann man wählen, was man mag. Ich gebe jetzt hier noch Schwarzkümmelsamen hinzu. Insgesamt müssen es auch eben wieder 200 Gramm Samen sein. Und gekeimte und wieder getrocknete Sonnenblumenkerne. Dann kommen geschälte Hanfsamen hinzu. Diese enthalten ein Füllhorn an Nähr- und Vitalstoffen, welche die Entstehung von Krankheiten verhindern und natürliche Alterungsprozesse im Körper verlangsamen. Hier habe ich jetzt noch meine gekeimten und wieder getrockneten Mariendistelsamen vermahlen, die kommen dann auch hinzu. Mein Video zu den Mariendistelsamen verlinke ich euch hier oben gerne, die ein Heilmittel für die Leber sind. Dann geben wir 1 Teelöffel Backpulver hinzu, 1 Teelöffel Halidsalz oder Himalaya-Salz, 50 Gramm Chiasamen, sowie 120 Gramm geschrotete Leinsamen. Ich habe hier die goldenen Leinsamen verwendet und habe sie in meiner Kaffeemühle kurz vorher vermahlen. Das möchte ich immer wieder betonen, dass man sie nicht im geschroteten Zustand kauft, sondern frisch selbst vermahlt vor Gebrauch. Die Chiasamen und Leinsamen tragen dann zu einem großen Teil dazu bei, dass dieses Brot zusammengehalten wird. Denn die werden dann durch die Flüssigkeit stark aufquellen. Jetzt kommt erstmal noch 80 Gramm Ghee hinzu. Man könnte auch 80 Gramm Kokosöl, also natives Kokosöl stattdessen hinzugeben. Ich verwende jetzt einfach mein selbst hergestelltes, gesundes Ghee, also Butterschmalz. Mein Video dazu, wie man das selber herstellt, das kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Jetzt werden erstmal die trockenen Zutaten gründlich durchgemischt, bevor wir dann das Ghee hinzugeben werden. Und sobald das hinzugefügt wurde, gebe ich jetzt hier zwischen 6 und 8 Eiweißen hinzu. Man könnte auch 5 ganze Eier verwenden, aber ich verwende jetzt meine Eiweiße, weil ich die immer übrig habe von meinem ketogenen Pudding, den ich mir fast jeden Tag herstelle, indem ich eben nur das Eigelb verwende. Das Video zu dem leckeren Pudding werde ich euch hier oben verlinken. Die Eier oder die Eiweiße reichen hier vollkommen aus als Flüssigkeit und die halten das ganze Brot dann durch die Chia- und Leinsamen zusammen. Sobald alles gut vermischt wurde, geben wir das jetzt hier in eine Brotbackform, streichen es glatt und bestreuen es noch mit verschiedenen Samen, in meinem Fall mit Sesamsamen und Schwarzkümmelsamen, und dann wird das Brot 15 Minuten lang quellen gelassen, bevor wir es dann im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad Celsius Ober- und Unterhitze genau 60 Minuten lang auf Mittelstufe backen. Und das haben wir jetzt hier schon getan. Das Brot ist jetzt fertig gebacken und wird jetzt erstmal auf einem Abkühlgitter auskühlen gelassen. Wenn man das Brot etwas höher haben möchte, könnte man einfach eine kleinere Brotform dafür verwenden. Ja, und schon haben wir unser wunderbares Steinzeitbrot erschaffen. Ein köstliches, gesundes Low-Carb-Brot ohne Kohlenhydrate und ohne Gluten. Die vielen Nüsse darin sind eine Wohltat für unser Herz und unsere Blutgefäße. Bereits mehrere Portionen Nüsse in der Woche bieten unserem Herz Schutz vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Der regelmäßige Verzehr von Nüssen kann aber auch das Risiko für Diabetes und nachweislich sogar das für Bauchspeicheldrüsenkrebs reduzieren. Die Walnuss ist eine Supernuss, die zahlreiche Heilwirkungen hat. So verbessert sie den Blutdruck, den Cholesterinspiegel, den Blutzucker und den Zustand der Blutgefäße. Selbst gegen Krebs können Walnüsse eingesetzt werden. Wie alle Nüsse enthalten auch die Macadamia-Nüsse reichlich Omega-3-Fettsäuren und andere ungesättigte Fettsäuren. Sie halten die Gefäße elastisch, lassen das Blut besser fließen, senken den Cholesterinspiegel und schützen auf diese Weise Herz und Kreislauf. Kürbiskerne liefern hochwertiges Eiweiß und die essentielle Aminosäure Tryptophan ist in den Kürbiskernen überreichlich enthalten. Was nochmal die Hanfsamen betrifft, so wirken sie aufgrund ihrer Antioxidantien Entzündungen entgegen
und so zum Beispiel auch Arthritis, Diabetes, Multiple Sklerose und Krebs entgegen. Also Erkrankungen, die allesamt mit chronischen Entzündungsprozessen einhergehen. Die in Hanfsamen enthaltene Gamma-Linolensäure hemmt zudem die Ausschüttung von entzündungsfördernden Stoffen im Körper. Und wie gesund die Schwarzkümmelsamen sind und dass darin Heilung gegen jede Krankheit außer gegen den Tod liegt, das wissen wir ja schon von dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Mein Video dazu werde ich euch hier oben auch gerne nochmal verlinken. Hier bestreiche ich jetzt dieses köstliche Brot mit meiner Rohmilchbutter, die ich extra aus Österreich immer bestelle, und mit meiner selbstgemachten gesunden Apfelmarmelade. Das Video dazu kann ich euch auch verlinken. Nun ist es natürlich so, dass Samen und Nüsse sehr viele ungesättigte Fettsäuren enthalten, die hitzeempfindlich sind. So liegt der Rauchpunkt bei Leinsamen zum Beispiel bei 130 Grad Celsius. Jedoch erreicht die Temperatur im Inneren von Brot und Kuchen im Ofen gebacken nie mehr als 100 Grad Celsius. Selbst dann nicht, wenn der Ofen auf 200 Grad Celsius gestellt sein sollte. Denn jedes Backgut enthält Wasser, das beim Backen verdunstet und das Backgut von innen kühlt. Und solange das Backgut Wasser in flüssiger Form enthält, kann es niemals eine Temperatur über 100 Grad Celsius haben, denn erst kurz über 100 Grad Celsius hat das Wasser einen vollständig gasförmigen Zustand. Somit kann es beim Backen von Brot nicht zur Oxidation der ungesättigten Fettsäuren kommen. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Assalamu alaikum, eure Maria.